Servus. Im Juli 2022 bin ich auf dieser Landzunge über einen Logbucheintrag von Elias gestolpert. Wir haben angefangen, ein bisschen hin und her zu schreiben und uns über Skandinavien auszutauschen. Und was daraus entstanden ist, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Sag mal, Hannes, willst du mit ans Nordkap fahren? Warum nicht? Wir sind jetzt in der Mitte von Deutschland ungefähr und der Countdown läuft noch ca. 12 Stunden, dann geht's los. Hier werden jetzt die letzten Vorbereitungen getroffen, unter anderem wird auch gut und gerne mal noch am Auto gebohrt. Gemein. Ja, und dann geht's los. Krass, wie dick das ist. Es wird ein bisschen mehr Schmackes rein. Ja. Was wird das, Elias? Das wird eine wunderschöne Tischhalterung. Ist die nicht ein bisschen Scheps? Was ist die? Scheps? Red mal Deutsch. Ist die nicht ein bisschen schief? Nein. Schon mal so ein Loch gesehen? Glaube nicht. I doubt it. Wir brauchen alle einen Thomas. Wirklich. So, dann demonstrier mal. Ist die nicht ein bisschen schief? Nein. Für mich wäre es zu hoch. Nicht drauflehnen. Voll geil. Ah! Nein! 4:22 Uhr. Es geht los. Vor 8 Minuten noch geschlafen. Berichte mir, was jetzt passiert. Wir fahren los zum Wohin? Nordkap. Zum Nordkap? Weißt Oh du, mein was Gott. passiert? Ich geh aufs Klo. Okay. Ich komm mit. Schnell. Bereit? Meine Scheibe ist halt noch immer komplett beschlagen. Ich sehe nichts. Ich hoffe, Hannes hat sich jetzt bei Thomas mit reingesetzt. Ansonsten habe ich Hannes jetzt verloren. Sag mal, Thomas, hast du einen Hannes mitgenommen? Nee. Ja, dann müssen wir vorne kurz auf Hannes warten, bitte. Ich dachte, Thomas hätte dich mitgenommen. Ja, wollte. Das ist mir auch angeboten jetzt auf die letzten 3 Meter. So, Ja. sehr schön.
Jungs, fahren wir jetzt hoch zum Nordkap oder nicht? Ja, ich würde sagen, ne? Alles bereit? Let's go. Was habe ich somit? Alles bereit. Abfahrt. Status-Update. 36,8 Kilometer sind wir im Game drinnen. Ich habe Hunger. Aber die haben mich auch nichts frühstücken lassen. Wir sind jetzt mittlerweile auf der A7 angekommen. Hier im Hintergrund geht die Sonne auf. Es ist ein wunderbar herrlicher Morgen. Und wir haben 5:40 Uhr. Draußen sind 8 Grad. Als wir aufgestanden sind, waren es 5 Grad. Noch nicht mal 90 Kilometer. Und ich muss nicht aufs Klo, aber die 2 Herren da vorne müssen pullern. Ja. Und das Fahrwerk hat sich abgesenkt. Guter Start. Was sagt dein Auto? Ja, ein bisschen am Rumzicken. Einen Moment warten, System Neustart, Fehler löschen. Dann geht's weiter. Hamburg ist einfach immer wieder krass faszinierend. Weiß nicht, wenn man nicht so aus dieser Gegend kommt und nicht so Hafensachen kennt, dann ist sowas echt krank. Wir haben ca. 240 Kilometer. Wie gesagt, Hamburg. Und ich habe noch immer Hunger. Ja, und danach, nach Hamburg, müssen wir wieder stehen bleiben, weil wieder einer von den Jungs aufs Klo muss. That's life. Das ist alles, was hier so abgeht. Ah ja, und jetzt fahren wir in den Elbtunnel. Geil. Jetzt lassen wir Hamburg erstmal hinter uns und dann werden wir irgendwo mal eine Pause einlegen. Kruzifix doch eins! Jetzt lassen wir Hamburg mal hinter uns und dann werden wir irgendwo eine Pause einlegen, um dann mal ein bisschen was zu essen. Aber eigentlich bin ich satt. Ich habe hier so ein paar Snacks rumliegen. Also ich bräuchte jetzt nicht unbedingt was essen. Aber schauen wir mal. Also wir sind jetzt im echten Norden angekommen. Letztes ist nicht der falsche, wo wir in Bayern zum Beispiel, sondern ja, wir sind im echten Norden. Können wir bitte wieder umdrehen? Wir sind auf 9 Meter. Und wir haben 9 Meter Höhenmeter quasi. Über 0. Gut haben wir's. Ja. Ja, nice. Jetzt sind wir tatsächlich schon 40 Kilometer vor der deutsch-dänischen Grenze. Es ging super schnell. Wir sind einfach schon 4,5 Stunden unterwegs. Wo ist die Zeit hin? Ich verstehe es nicht. Also es fühlt sich nicht so lange an. Aber wir haben schon 367 Kilometer hinter uns gebracht. Und ich bin sehr gespannt, ob wir alle über die Grenze kommen beim ersten Mal. Ob einer rausgezogen wird. Ja, wir werden sehen. Wenn irgendeiner seine ganzen Sachen auspacken muss, dann war es das mit dem Trip. Das steht für jede Grenze fest, weil wir haben so viel dabei, dass das wahrscheinlich den ganzen Tag in Anspruch nehmen würde, das alles aus und wieder einzupacken. Aber das werden die wahrscheinlich selber sehen, dass wir wirklich nur den Roadtrip machen. Und ich hoffe, wenn sie wollen, dass man irgendwie Sachen durchguckt, dass sie Spürhunde haben, weil die werden dann nichts finden und dann kann man direkt weiter und das wäre die einfachste Möglichkeit für uns alle. Sind in Dänemark. Der erste Übergang. Schon auch krass, ne? Jetzt sind wir durch ganz Deutschland durchgefahren. Das ist echt so. Seid ihr wieder da? Ja, sind da, haben uns gerade gefreut. Welcome in Dänemark. Ja, da wären wir. Schön hier. Wie weit ist Dänemark jetzt? Wie lange fahren wir da durch? Elias, wie lang fahren wir jetzt bis Kopenhagen?
Tankstelle Kopenhagen, 3 Stunden, 7 Minuten, 291 Kilometer. 391. 291. 291. 291 oder 391? Sorry, ich habe die Zahlen vertauscht. Es sind 3 Stunden 10. Nee, warte, Moment, ich gucke sogar nochmal. Also, 2 Stunden 50 und 306 Kilometer. Ankunftszeit 12:19 Uhr. Selbst die Verwirrung ist verwirrt einfach. Es waren einfach jetzt komplett andere Zahlen. 440 Kilometer. Now it's my turn. Ich muss pinkeln. Dringend. Ich glaube, ich stelle mich da hinten ins Eck, Ja, oder? genau. Stell dich am besten gleich ganz weit weg. Habe ich mir gedacht, Da dass das wären gut die ist. Toiletten. Das fände ich sehr cool. Das. Ja, fahrt noch. Fahrt noch. Passt weiter. schon, oder? Ich glaube, ich gehe da hinten gleich jetzt drauf. Ich bin weg. Sehr So. schön. Sind wir in Dänemark, was? Ja. Wir kommen jetzt halt weiter von okay. hier so hoch, ne? Ja, ja. So hoch und dann darüber. Ja, wir sind ja schon in Dänemark. Ja, schon aber ein das Stück ist weiter. ja noch weiter. Ja, wir sind schon kurz hier vor. Ja, okay. Ja. Gut. Dann wir noch hier so, hier so, Das hier so. ist, ja, So. so weit ist es gar nicht mehr quasi. Aber es Ja, läuft schon richtig fast. gut, oder? Das läuft Ja. tatsächlich gut. Ich glaube, ab hier fangen wir an zu strugglen. Ja, fast 500 Kilometer jetzt. 460 oder so. Ja. Ja, Läuft. das ist das Wetter. Das wird sich ändern. Mehr dazu in ungefähr 24 Stunden. Weißt du, du bist davor durchgehend am Rumjammern gewesen. Sturmböen, was weiß ich, kein einziges Windrad dreht sich Wir sind ja noch in Dänemark. Ja. Ja, warte ab. Ja. Der fährt safe hinter. Wie geht's dir so? Mir geht's gut und dir? Ja, passt schon. Ich werde diese Karte gleich in den Kartenautomaten stecken. Sehr schön. Lass dir gut gehen dabei. Du musst jetzt auch zahlen. Mein Gott. Sorry. Wir haben die allerletzte Tankstelle in Dänemark angesteuert. Da werden wir jetzt hinfahren und dann sehen wir uns dort vor Ort wieder. Jetzt werden die Buden erstmal richtig schön voll gemacht. Thomas muss noch kurz warten. Und hier fließen auch schon die Liter. Mal gucken, wie viel reingeht. Ja, und dann machen wir erstmal eine kleine Pause. Sabrina! Alter, ich musste gerade so dringend aufs Klo. Echt? Alles? Ja, wahrscheinlich so 80 Liter oder so. Ja. Es klingt falsch, das müsste Katsching, Katsching, Katsching. Nee, es müsste machen. Ich habe so viel Hunger.
Ich esse sogar 2 Sandwiches gleichzeitig. Hannes muss verhungern. Ja. Ist kein Geld mehr da. Scheiße. Oh, das ist aber nett. Ja. Was gibt's bei dir, Thomas? Pizza. Pepperoni. Lecker. Geil. 65 Euro. Glaube ich dir. Und Kaffee. Und hier gibt's einfach Müsli. Spinning Müsli. Ja, bin nicht so anspruchsvoll. Der Plan für später, wenn wir mal was Warmes essen möchten. Nudeln mit abgelaufenem Käse, der noch irgendwo da ungekühlt im Auto rumfliegt. Was sagst du dazu? Lecker. Das ist so krank. Jetzt halt fährst du einfach in den Tunnel rein und das Meer. Hallo. Wohin fahren Sie? Zum Nordkap. Nordkap. Genau, wie der Kollege. Ja. Warum 2 Autos? Weil wir hier drin schlafen. Ja, können Sie schlafen 2 Personen in ein Auto? Nee. Ich habe nur ein Bett drin. Oh, schau's dir an. Schau's dir an, Hannes. Thomas hat heute wirklich Glück. Scheiße. Tu sie bitte danach runter. Tu sie runter. Haben Sie eine Cannabis im Auto? Nein? Können Sie gerne gucken, riechen 100% lassen. 100% sicher? 1000%. 1000, ja? Ja. Was, Sie rauchen? Ich rauche nur Zigaretten. Nur Zigaretten? Genau, das hier sind meine letzten. Okay. Ausweis? Nein? Nee. Danke. Hi. Svenska? Speak Swedish? English Das or ist Englisch. German? English or German? Ja. Hi. Bye bye. Den nächsten hat er einfach weitergelassen. Oh. So böse schauen wir doch gar nicht aus. 640 Kilometer bis Stockholm. Hat er euch auch nach Cannabis gefragt? Nee, er hat nur mal den Hund reinschnüffeln lassen. Dann wird er gefragt, ob ich irgendwas für vollen Schwöden da habe. Wie richtig auf den Sack der Vogel. Wie viel Uhr denkst du, kommen wir an? Oh, wir haben jetzt ab 14 Uhr. Krass, wir sind seit 10 Stunden unterwegs. Ja, Boah, harter Arbeitstag. mit wenig Bezahlung. Wir kommen. Boah, wenn wir jetzt halt einfach komplett durchfahren, kommen wir exakt in 24 Stunden an. Montag 14 Uhr. Nee. Nicht? Wann? Montag 17:17 Uhr. 17:17 Uhr. Ey, das fände ich viel Puffer bis zur Mitternachtssonne. Wenn wir jetzt durchfahren.
Aber ab jetzt nur noch straight nach oben, oder? Ja. Nur noch Richtung Norden. Wir sind schon gute 10 Stunden unterwegs und wir kommen morgen um 17 Uhr an, wenn wir jetzt weiterfahren. Dann lass uns doch mal weiterfahren. Guter Plan. Jetzt geht es ja erstmal weiter Richtung Norden. Es ist so geil. Ich schlafe hier kurz, okay? Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel Dreck auf unserem Auto. Ja. Aber unsere Windschutzscheibe schaut am schlimmsten aus von den dreien. Bei Land Rover ist das witzig. Du kannst hier Wasser drauf haben und 120 fahren. Das Wasser bleibt hier. Okay. Ja. Also, wir haben die Wo sind wir denn jetzt geknackt. ungefähr? Wir sind ungefähr schon hier. Wir sind beim Hinterreifen vom Combo. Ja. Krass. Ja, Krass, oder? lass uns mal gucken hier. Also wir sind hier rüber, Ja. dann sind wir hier weiter. Hier rüber. Ah, die Sonne. Hier über Mega. die Grenze drüber. Ups. Hier ein bisschen hoch Ja, genau. und dann hier Ja. rüber. Ja. So, slow progress, but progress. Ich kann mir das noch so null irgendwie vorstellen, dass wir heute vielleicht sogar noch an Schneefelder vorbeifahren und so können. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay, also wir haben jetzt, die Uhr stimmt nicht ganz, oder meine stimmt nicht, circa 7:30, 19:26 Uhr. Und wir haben die 1200 erreicht und meine Eltern sind derzeit auch in Skandinavien, allerdings sind die gerade drüben in Norwegen und die haben mir Bilder geschickt. Das hier wird auf uns zukommen. Natürlich sind die gerade höher, aber ich meine, wir fahren noch nördlicher und werden auch noch höher kommen. Vielleicht an der Stelle noch 1, 2 Facts. Thomas hat keine Standheizung und ja, Elias ist ein Hauch zu schwer. Ja, Thomas fängt einfach schon mal an, seine Schneeketten selbst zu flechten. Wir ziehen dann die Landys einfach raus. Oder? So ist der Plan. Ja. Stockholm, check. Jo, als ob man da durchfahren kann. Schaut das an. Ah, ist ja schön. Hier das Haus. Oh, heftig. Das heißt, nächster Stopp Tankstelle und dann Essen. So schaut's aus. Ich glaube, wir machen es morgen auch so, dass du die erste
Wir sind bei 1430 Kilometer. Wir müssten jetzt hier ungefähr sein. Aber das malen wir später nach. Jetzt haben wir erstmal Hunger. Und zwar sponsert Elias Käse und Knoblauch. Wir sponsern Tomatensauce, Oliven und Nudeln. Und Thomas schaut, was er noch so mit dabei hat, was gut mit reinpassen würde. Und wo wir kochen, habe ich noch keine Ahnung. Das werden wir gleich sehen. Hoi. Guten Tag. Schau mal das hübsche Auto an. Wie hübsch einfach. Viel besser als ein Landy. Ja. Das sieht der Combo schon besser aus. Soll ich den Knoblauchtrick zeigen? Ja, hau rein. Also pass auf, anstelle von ewigem Hin- und Her-Geschnippel muss man einfach nur den Knoblauch drücken, so hin und her quetschen. Dann kann man das ganz einfach abmachen. Größeren Topf als den. Ja, krass, das ist wirklich gut. Das ist ein bisschen knapp. Hier, steckst du in den Mund, beiß ab. Also ich bin der Meinung, dass das nur aus Nudeln und Käse bestehen darf. Und Oliven, bitte. Gerne. Krass. Echt cool. Ich mach von One-Pot raus. Hm? Ich mach einen One-Pot raus. Ja. Was man vielleicht auch noch erklären muss, einen kleinen Insider bei uns. Und zwar dieser wunderbare Drohnenpilot hier drüben, der hat nur abgelaufene Lebensmittel mit dabei. Und jetzt müssen wir lauter Zeug von ihm irgendwie wegbekommen, weil der ganze Spaß ist einfach abgelaufen. Elias, was hast du eigentlich zu sagen, dass all deine Lebensmittel abgelaufen sind? Ich finde, das ist nichts, worüber man sich beschweren sollte. Du solltest eigentlich nur glücklich sein, dass die da sind. Ja, ich bin auch dankbar. Ja, und auch noch dankbarer solltest du sein, dass meine Drohne die Mücken vertreibt. Bitte geh weg. Ja. Was ist das denn hier für Käse? Das ist Gouda. Der ist schon 300 Abgelaufen. Selbstverständlich. Meine Augen. Was denn? Ja, weil hier wieder irgendwelche Gräser rumfliegen. Das ist der Zwiebelkäse. Oh Mann. Fix, ich muss niesen. Ja, los, hau raus. Komm. Nee, das willst du nicht. Alter. Und jetzt ist ja so eine Explosion einblenden. Oh, geil. Aber tu erstmal den anderen auf, weil das ganze Zeug ist unten. Deswegen tue ich dir zuerst was rein. Ah, ja, super. Dass wir an das gute Zeug rankommen. Ja, mega. Hier ist Danke. wirklich irgendwas. Ich pack's gerade nicht. Hat er sich zum Schluss aufgehoben, die ganzen Oliven und alles. Logisch. Dreist. Richtig gemein. Wurst, einfach. alles. Ich glaube, ich habe keine einzige Wurst. Ja, dann komm her mit deinem Tellerchen. Da steht da. Steht da. Aber pack bei Thomas auch noch rein. Ne? Magst du nicht nochmal mit dem paar... Gleich 2 Portionen. So, so. Das reicht. Nur das da. Hier, Thomas ist gleich 2 Portionen. Danke. Ja, Mann. Komm mit. Hier wird richtig ordentlich gespachtelt. Das tut jetzt echt wirklich ziemlich gut. Das war so nötig. Ja. Ich glaube, ich würde tatsächlich noch ein bisschen weiterfahren. Wie lange schlafen wir jetzt? Lass doch erst mal essen. Wir könnten jetzt quasi 4 Stunden schlafen. Dafür hätten wir dann keine weitere Möglichkeit zu schlafen. Oder wir schlafen zweimal 2 Stunden. Oben nochmal irgendwo. Dann kommt das mit den Mini-Pausen genau hin, glaube ich. War das der Plan? Der Plan ist, dass wir jetzt so lange weiterfahren, bis wir ins Foodkoma fallen. Ich dachte, du kommst hier rein. Ja? Also wie auch immer. Wir fahren jetzt halt einfach weiter
bis wir nicht mehr können und dann schlafen wir. Und Elias hat schon alles voreilig umgepackt und deshalb muss er jetzt wieder alles zurückpacken. So, wir haben unseren Platz gefunden. Stehen jetzt hier auf irgendeinem Grünstreifen an einem Wendeparkplatz und schlafen jetzt mal 4 Stunden. Wir haben 2 Uhr morgens. Um 6 geht's weiter. Die Sonne geht gleich auf. Gute Nacht erstmal. Guten Tag. Hallo. Soll ich dir zeigen, wie fit ich bin? Mhm. Wow. Jetzt geht's wieder zurück. Wir haben abgebrochen. Keinen Bock mehr. Ja. Naja, also die Reise geht weiter. Wir biegen jetzt doch links ab und fahren noch 1300 Kilometer bis nach oben. Also, kleines Update. Wir haben nach dem Essen beschlossen, dass wir noch weiterfahren. Ich bin aber so komplett ins Fresskoma reingefallen und Hannes ist weitergefahren. Ich habe es auch nicht mitbekommen, wie weit die Jungs noch gefahren sind, aber die haben doch voll krass durchgezogen. Wir sind jetzt bei 1700 Kilometern, sprich wir haben noch bis über 1300 Kilometer vor uns. Das müssen laut Elias 17 Stunden sein und wir haben jetzt vorhin 3,5 Stunden geschlafen. Genau. Jetzt hau ich die erste Runde Fahrt rein. Mal schauen, vielleicht werde ich hier unterm Fahren richtig wach und hau dann noch eine Runde rein. Und ja, es wird immer kälter, immer windiger und so sieht's aus. 1300 und ein paar zerquetschte haben wir vor uns. Jetzt mein erster Energy Drink aufgemacht. Von Elias. Abgelaufen. Ja. So, wir haben irgendein Problem. Wagen laufen lassen, ins Dreh schalten und einfach mal einen Moment laufen lassen, 2 Minuten. Jetzt weiß ich noch nicht, welcher von den beiden Landys ein Problem hat. Ich würde sagen, während die hier ein Problem haben, gehe ich pinkeln. Hallo. Was ist denn los bei dir? Getriebefehler. Ja, das geht, aber Spezialprogramm ist aus. Auslösegerät. Ja. Das heißt, Spannend die Reise. ihr lest jetzt erstmal die Fehlerspeicher aus, oder? Und ich mache mir die ganzen Wochen und Monate Kopf, ob das mein Wagen schafft. Obwohl er auch so viele Fehler hat. Ich habe Mäusekino. Ja. Ich glaube, jeder andere wird sich nicht trauen, damit zu fahren. Ja, schauen wir mal darüber. Was da so währenddessen passiert. Was passiert hier so Schönes? Ich schaue mir Elias seine Storys an und mache mir einen Kaffee. Sehr gut. Wie schaut es bei den Landys aus? Wird jetzt Fehlerspeicher ausgelesen. Die Fehler sind noch mit dem Neustart immer da. Hä? Okay. 25? Ja. Okay, das ist nicht so wichtig.
Das kennen wir schon, das kennen wir auch schon. Das kennen wir auch schon. Intake Air Temperature. Correlation. Okay, das kennen wir schon. Fuel Whale Pressure Sensor Low Input. Das ist neu. Ja, okay. Sensor 1. Circuit Range Performance. Bank 1. Gearbox Incorrect. Gear Ratio. Incorrect. Bank 5. Outrange. Meldet schon die Daten vom Motorkontrollmodul. Ja, das ist klar. Das sind nur meine Stellmotoren. Das ist noch das ist egal. Telefon ist egal. Okay. Das ist auch egal. Dann löschen wir die mal. Also, kurze Erklärung. Ich hatte eben Systemfehler. Spezialprogramme nicht verfügbar, Spezialprogramme aus, Getriebefehler, nicht alle Gänge verfügbar und Motorsystemfehler. Dementsprechend, ja, haben wir eben mal alle Fehler gelöscht. Sabi, dein Statement dazu. Ich finde das so geil, dass dein Auto kaputt gegangen ist, weil dann konnte ich mir Kaffee machen. Also wir fahren dann gleich weiter und ja, schauen wir, ob das wiederkommt oder nicht. Ich habe im Fehlerspeicher lustige neue Fehler gefunden. Die letzten paar Stops haben wir was vergessen. Das müssen wir jetzt nachholen. Scheiße. Was denn? Die Striche. Ja, eben. Ich poste gerade Stories. Das juckt mich nicht. Wolltest du mir mitteilen? Ich will meine Striche Ey, hallo, mal. wir sind ja schon da oben. Ja, wir sind schon da. Ich bin hart fertig einfach. Ja, nicht Ich will nur einfach du. nur Nicht schlafen. nur du. Okay. Warte, wir sind hier rüber gefahren, gell? Gell? Oh, scheiße. Der muss aber gerade sein. Ja. Nein, weil hier ist die Grenze, hier fahren wir doch hoch. Und dann Aber so nee, rüber. wir fahren tatsächlich hier über die Grenze. nicht Ja, hier. ja, eben. Deshalb geht's hier jetzt nach Na oben. gut. Ja. Ich kenne mich schon aus hier. Ach so. Das ist deine Hut. Gut. Tolles Gefühl, oder? Kein tolles Gefühl. Ah ja, stimmt, das Auto, ne? Mal sehen.
wir nähern uns dem Norden und ich weiß es nicht, ob es vielleicht noch in irgendeiner Art und Weise später wichtig sein könnte, aber seit ungefähr 1000 Kilometern müsste es sein, dass wir exakt im gleichen Tempo fahren wie ein kleiner Militärkonvoi und ja, mit denen haben wir jetzt gerade auch Pause gemacht. Wir haben jetzt nicht miteinander gesprochen, aber wir haben die beobachtet, die haben uns beobachtet und wir haben uns praktisch gegenseitig gefragt, was der jeweilige andere hier macht. Innerlich. Mal gucken, vielleicht wird es ja nochmal wichtig. Dann gibt es kleine Stimmungsschwankungen in der Gruppe. Und zwar findet Thomas einfach nirgendwo einen Shop, wo ihm Zigaretten verkauft werden. Weil Elias findet durchgehend Tankstellen, wo kein Shop mit dabei ist. Und dann fährt Thomas, der glaube ich hat jetzt schon 3 Tankstellen-Shops angefahren, alleine, ohne zu tanken und wollte eben nur Zigaretten kaufen und die haben ihm keine Zigaretten verkauft. Und dann hat noch irgendjemand ihn bedrängt gehabt, ihn anscheinend auch leicht touchiert und danach einen Stinkefinger gezeigt. Und ja, also Thomas hat jetzt gerade nicht so die beste Laune gerade, aber ist auch nachvollziehbar. Trotz allem geht es weiter Richtung Norden. Vielleicht auch nochmal so ein Status-Update. Wir haben jetzt ist nicht gut. Wir haben jetzt insgesamt schon 2131 Kilometer zurückgelegt. Unsere Zeit insgesamt ist bisher 32 Stunden und 13 Minuten. In Bewegung waren wir da von 23 Stunden und 44 Minuten. Im Stand haben wir dementsprechend 8 Stunden und 28 Minuten verbracht. Aktuelle Geschwindigkeit ist 0. Durchschnittliche Geschwindigkeit ist insgesamt 66 km/h, in Fahrt 90 km/h und ja, mehr Facts habe ich nicht. Über uns ist ein Militärheli. Über uns links ist ein Militärheli. Über uns links war ein Militärheli. Ein Militärhelikopter jetzt wieder. Ankunft 1 Uhr, irgendwas. Es wird echt super schwierig zu schlafen ohne Scheiß. Aber ich war kurz weg. Sehr gut. Wie geht's dem beiden? Mir geht's gut. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Also warum die so gestört sind im Kopf. Ich meine, wo ich das letzte Mal so weit gefahren bin und da bin ich einfach nur wach geblieben wegen den ganzen Energy Drinks, aber mir ging's so scheiße. Und Thomas knallt sich einfach zu mit dem ganzen Gift und dem geht's eigentlich noch echt gut. Ich weiß nicht, wie der das macht. Und Elias nimmt nichts. Fährt und fährt und fährt. Der isst nur seine ganzen abgelaufenen Lebensmittel und gib ihm.
Nächste Challenge, mach mir bitte den Ironrad. Ich habe keinen Bock mehr auf Autofahren. Bist du dir sicher dabei? Ha? Bist du dir da sicher? Ja, nicht mit meinem Motorrad, da leih ich mir das von meinem Papa aus. Finnland, wir kommen 50 Meter. Willkommen in Finnland. Wie sagt man auf Finnisch Hallo? Ich weiß es nicht. Ja, oder die Bodenwelle hat den Steinschlag mitgenommen. Aber Hoffentlich nicht. er hat gut runtergebremst. Sollen wir gerade mal umdrehen oder so? So, Er kommt, einer. er kommt. Okay, er ist da. Thomas, was war los? Das falsche Stück. Habt ihr das? Die ganze Vorderachse ist weggeflogen. Wie das? Warum? Was ist Wie das? Was war? wegen der Bodenwelle? Fahrwerk hat sich wieder abgesenkt kurz vorher. Oh. Ja, scheiße, okay. Aber ist nichts passiert so, oder? Kurze Erklärung, Thomas, sein Fahrwerk, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt gehabt, hat irgendwie so einen leichten Fehler und das senkt sich ab und zu ab, einfach so, unterm Fahren und das hat sich vorhin abgesenkt, direkt vor einer Bodenwelle und ja, das war ein bisschen komisch. Aber es regelt sich immer alles, wenn man das Auto wieder ausmacht und wieder anmacht. Ja, hier kannst du keinen Bremstest machen, ne? Wir halten einfach mal Abstand zu euch. Besser ist es dann. Besser ist es schon. Also das Autoproblem, mein Autoproblem, hat sich tatsächlich nochmal stark zugespitzt gehabt. Nicht alle Gänge verfügbar, Getriebefehler etc. Das habe ich dann wieder gelöscht. Meine Drehzahl hat den hier gemacht. Also ich habe beschleunigt und die hat einfach, es war genau so. Aber ansonsten kommen wir gut voran. Wir sind in Finnland. Wir sind in Finnland. Unglaublich. Hinter mir fahren sie. Aber die kommt auch so komplett unverhofft irgendwie, diese Grenze. Bam, und schon bist du da und du denkst dir, ja, schau an, da das sind die Lampen. Ja. Auf einmal bist du durch. Ja. Okay. Da ist Schnee. Was ist das jetzt? Kommt da jemand oder? Ja, kommt schon jemand. Ja, von hinten kommt einer. Alles klar. Noch. Interessiert sich nicht für uns. Was macht der? Fragt ob was wir dabei haben. Hallo, Hey. Hi. Englisch. Ja. Yes.
Where are you going? North Cape, North Cape. as the other two. Yes. Do you bring with you any alcohol, cigarettes? Only alcohol. How wine. much? A few bottles. Few bottles. A few bottles. yeah. Can you show me? Yes, Yeah. of course. Wait a minute. I'll just send you. Is it beer or hard alcohol? No. Wine and some bottles of beer. No stronger alcohol. Wait, we have this one here. Thomas, da kommt glaube ich noch ein richtiger Parkplatz. Yeah, okay, just that one. Yeah, just this one. Yeah, okay. And this is wine. Die werden jetzt mal richtig schön gefüllt. Yeah, okay. Thank you. Yeah, you're Bye welcome. bye. 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 You can just go even if it's red. Okay, thank you. Bye bye. Ja, schon komisch. Ja, wir sehen halt auffällig aus, ne? Ja, weil wir aus Bayern sind. Wir sind durch. Wir sind auch durch. Und auch durch die Grenze. In diesem Sinne, es ist 20 Uhr und wir haben offiziell die Grenze nach Norwegen überschritten, meine lieben Freunde. Wupp, wupp. Erklär mal, was ist dein Problem? Die denn Ich überhaupt? habe kein Problem. Es ist kalt. Er macht doch die Standheizung dann später an. Geh doch da mal eben baden. Ja, würde ich Schön schon warm. machen. Ich habe ja die Standheizung dann. Seit Tagen werde ich immer verarscht, aufgezogen. Ich habe keinen Bock mehr. Ach ja. Ich soll dir übrigens den größten Respekt vor meiner Mama ausrichten. Ich habe vorher mit ihr telefoniert und habe ihr so erzählt, was die so alles passiert ist. Und ja, sie meinte, sie wäre schon längst umgedreht, wäre stinksauer und wäre nicht mehr dabei. Ja. Ach Gott, jetzt kommt er wieder. No Ja. File found. Nee, dann let's go. Weiter. Whatever, hattest du das schon mal? Also, Ach so, genau, no läuft nicht. file. Ich dachte no Läuft nicht. fail found. File. No file ist auch scheiße. File. Ah, schauen wir mal. Thomas kennt sich wenigstens aus. Thomas hat's richtig drauf. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Du hast alles schon gemacht. Du vergleichst auch das Auto mit einem 20 Jahre älteren Auto. Das ist ja alles am Pieken, das ist ja wahnsinnig. Das ist das PDC. Gibt es denn eigentlich auch einen Land Rover so hier, der keine Probleme hat? Ich glaube nicht. Meiner. Du hast wenn Thomas seins auch noch eigentlich flöten nur geht. gefragt, ob er mitkommen mag, Ja. damit er dir mit dem Auto helfen kann, oder? Ja. Vor allem, das hat er ja auch von mir gekriegt. Was, das Auto? Und wenn Thomas Nano kommt, flöten geht, dann sind wir beide verloren. Der Thomas kann sich schon Das ist selbst nur noch, helfen. nur noch eine Frage von Kilometern, bis wir beide einfach liegen bleiben. Ja, ne? Was ist das? Aber ich habe noch Karten rumfliegen. Thomas, Kannst du die hier rüberziehen? ich kann das rüberziehen. Können wir dann am Nordkap machen. Was hast du denn da drauf gemacht? Ich habe da nichts drauf gemacht, das ist vom Werk aus. Ich würde gerne Live-Daten auslesen von den Zylindern, damit ich mal weiß, was los ist. Das ist nicht erst später machen. Ja, natürlich. Komisch, ne? Guck mal, Zucker. Es ist tatsächlich. Deswegen noch war der ziemlich Kaffee so viel. scheiße. Nein, das ist nicht mehr viel, wir schaffen das. Das hört einfach nicht Wieder auf. Internet, das ist schon mal nicht schlecht. Das war schon mal her. Hier. Also in Alter machen wir eine schöne Pause, ja? Ja. Wie lange Ist okay. ist noch bis Aber da, wo es nicht so kalt ist. Bis ist überall Alter. kalt. sind es 131 Kilometer. Geil, da können wir dann fast Powernudeln 2 essen. Dann Powernudeln sind es nur noch 3. Ja, so einen Obdachlosen, wo wir uns aufwärmen können. Ja.
Hey, der Rehmer war das letzte Mal echt gut zum Aufwärmen. Der hatte tatsächlich so eine extra Kammer, wo wir uns auf der Hälfte sitzen. Ja, okay, dann let's fetz. Auf jeden Machen wir weiter. Das ist für eine kleine Strecke gerade. Hat's euch gefallen? Alter. Jetzt weißt du, warum die Stadt so heißt. Ja, Thomas, für dich ist das bestimmt richtig krass, oder? Wir haben 11:30 und es ist taghell. Das ist schon geil, ne? Jetzt hat es Thomas back. Aber gut. All diese ganzen Strapazen einfach vergessen. Und wir sind noch nicht mal oben. Wir haben halt einfach noch Strapazen vor uns. Es sind halt noch, wie viele Kilometer sind es? Noch gute 300. Ja, über 300. Ab Alter sind es 300 irgendwas. 20 Kilometer bis Alter. Gute 350, ne? Und das sind nicht 3,5 Stunden. Hi. Hi. Läuft mein Zuheizer? Ich rieche zumindest nichts. Wir werden es herausfinden. Nee.
Sicher? Nee. Oder? Nee. Nee. Was für eine Fahrt. Ist doch geil, oder? Es ist unglaublich geil. Wir sind in Alter. Das ist richtig. Alter sind in Alter. Alter. Was eine Abfahrt eben. Ich habe gerade einfach den übelsten Top-G-Moment. Schau dir das an. Können wir mal eben einen Neustart machen. Wir haben circa 50 Minuten Puffer noch, dass wir die 48 Stunden voll bekommen. Das Ding ist, ich bin jetzt wirklich nicht so der beste Autofahrer. Also hier ist eigentlich alles auf 90 und ich kann die Strecke halt einfach nicht mit 90 komplett durchziehen. Das heißt, wir brauchen eigentlich diesen Puffer, aber die Landys machen durchgehend irgendwelche Zicken und müssen immer irgendeinen Neustart machen oder irgendwie langsamer machen oder wieder hoch und runter fahren oder ausgelesen werden. Und das kostet wahnsinnig viel Zeit. Und ich bin echt fertig. Das ist immer. Es war vorher beim Essen auch irgendwie, man hat so voll gemerkt, jeder ist irgendwie so, boah, jetzt haben wir es gleich, aber da ist einfach keine Energie mehr, um zu zeigen, wie toll das jetzt gerade ist, dass wir es gleich haben. Das waren 111 Kilometer. Nur 30 Kilometer noch. Teil, das ist so krass. Was ist da? Ja, das sieht einfach wunderschön aus. Wird genau gerade so eine Ortschaft da beleuchtet. Ihr seid so still, was ist los? Einfach emotional. Habe ich mir schon fast gedacht. Das ist krass, oder? Hammer. Und das alles nur aus so einer scheiß blöden Idee raus, ne? Aus das Maul zu halt aufreißen. Ich kann weiterfahren als du. Ja, dann lass doch fahren. Jetzt fahren wir einfach. Ist eigentlich wirklich komplett gestört, ne? Wir fahren jetzt wie die Wilden.
ins Nordkap. Eigentlich komplett witzig, ne? Aber wie du es vorhin gesagt hast, so komplett bescheuert eigentlich. Oder was man sich so vorhin irgendwie gedacht hat, diese ganze Planung, das ganze Geld, was man raushaut und alles. Ne? Das ist alles, was man sich anhören muss, wenn man sagt, so ja, das und das habe ich vor. Ja, warum lasst ihr euch nicht mehr Zeit? Ja, weil es die Challenge ist. Genau das ist ja dieses Ding, ne? Für diesen Moment. Ziel 1, die 3000 Kilometer in unter 48 Stunden zu schaffen, haben wir gemeistert. Das heißt, Ziel erreicht. Ziel 2, Nordkap erreichen in unter 48 Stunden. Versuchen wir gerade zu erreichen. Und ich sag's euch, ich glaube, die 2 anderen würden auch nicht so schnell hier jetzt gerade durchfahren. Wenn wir nicht alle wissen würden, dass es einfach ultra geil wäre, wenn wir es schaffen. Das stimmt. Es ist einfach. Ich finde es so unglaublich krass, wie wir einfach einfliegen sind und niemand ist hier. Ja, Das stimmt auch das ist wiederum. richtig. Kannst du antworten? Hier bei mir. I love it. Das ist wirklich beeindruckend. Kann ich kurz was sagen? Und Leute, wir haben Ziel 1 geschafft. Wir haben die 3000 Kilometer in unter 48 Stunden geschafft. Geil. Jawohl. Meistersehen. Nochmal her. Und unsere Zieleinlaufbahn ist einfach das hier. Alleine. Gebt euch das mal. Alleine. Nochmal her. Und der LKW von gerade. Aber im Grunde alleine. Wir 4. Zählt schon. Ja. Ja. Ey, aber mein Körper ist gerade schon wirklich hart am Arsch, ne? Ich will nicht wissen, wie die beiden gerade an der Grenze nagen. Hart dabei, glaube ich. Das ist gerade so der letzte Energieschub, was die beiden da raushauen. Aber wir haben halt noch 100 Kilometer, 200 geile Kilometer, aber wir haben halt noch 100 Kilometer. Das ist so krass. 88 Kilometer noch. Ja, aber die 88 Kilometer, die packen wir jetzt halt schon in unter 2 Stunden, oder? Ja. Also. Gut, wir sind noch nicht auf der Hochebene da. Da könnte es nochmal richtig krass werden. Ja, stimmt. Weil wir sind jetzt durchgehend auf der rechten Seite von den ganzen Bergen, aber ich glaube, selbst wenn wir das mit 30 kriechen, Nee, dann schaffen wir schaffen wir es es nicht. nicht. Shit. Aber es wäre Ja, mir nee. eigentlich ganz recht, wenn du eine Hand frei hast, wenn du mir eine Ja. Hand wieder, danke, Winnie, gleich viel sicherer unterwegs hier. Wir haben halt auch so krass viel Glück, ne? Dass hier jetzt halt nicht die übelsten Schneeverwehungen sind oder sowas. Ja, also, keine Ahnung, wie das überhaupt möglich ist, dass man so ein krasses Wetter bisher hat. Und wenn das jetzt noch 88 Kilometer weiter so geht, dann Ich glaube geil jetzt ist nicht, dass doch noch eine Schneewand auf uns nein, eine Schneewand wird da nicht mehr sein, aber halt vielleicht der Regen. Ja, gut, schon Weil da hinten schaut es nicht so ganz so toll aus. Oh Gott, und ich freue mich so krass auf Schlaf. Wir sind vorgestern morgen um 4 Uhr gestartet, oder 4:30. Jetzt ist es 2:30, 2 Tage später.
46 Stunden später. Wir sind 68 Kilometer vom Nordkap entfernt. Wir haben jetzt noch genau eine Stunde und 65 Kilometer vor uns. Eine Stunde und 65 Kilometer. Muss ja so sein, oder? Oh Mann, das schaffen wir schon noch. Dickste Suppe. Das ist so ein krasses Wetter, ne? Der Combo kämpft, ich kämpfe. Wir kämpfen alle. Ich glaube, selbst die Landys kämpfen. Ab in den Süden, Iowas gehen, der Sonne hinterher oder irgendwie so.
meine Freunde. Jede Kurve einfach was komplett Neues, ne? Ja, Mann. Es geht hier einfach nochmal so richtig wild die Berge hoch. Es ist so krass. Es ist so krass. Was für ein Gefühl. Und das hört einfach nicht auf, ne? Noch 6,7 Kilometer. Das ist so krank. Irgendwann muss doch vorbei sein. Ist sie das, die letzte Gerade? Die Zielgerade, oder? Wir bringen das Ding nach Hause. Unglaublich. So, das war's so. Da drehen wir wieder um. 2 Tage sind wir wieder zu Hause. Fahrt uns hinterher. Uns. Ja, oder Elias. Ja, fahren wir mal hinter. Ich weiß nicht, ob man da hinkommt. Ne? Elias, können wir einfach mitkommen? Ja. Da ist sie. Ich werte das mal als Ja. Wir kommen mal einfach runter. Ansonsten zieht uns raus. Kleine Offshore-Kombi, Kombo. Ah. Oh, yo! Ah! Was ist das? Willst du dann rausgehen? Lass das Fenster nicht zu. Alter! Lass das Fenster zu, Hannes. Es ist zu. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier stehen bleiben können. Guck hier weg! Ja, wollen wir hier stehen bleiben? Alter! Also da vorne keine Chance. Hier ist gut.
Dann geh. Ah, Stevie, bitte. Darf ich mich anders in den Wind Ja, reinstellen? bitte. Alter, what the fuck, was geht denn hier eigentlich ab? Ja, neben Elias. Hier? Yes. Alter. Stevie, aber jetzt stehen wir voll schräg, ne? Kannst du bitte aussteigen? Und das. Aber oh Gott. Ich will jetzt nicht umfallen. Jetzt bleib bitte. einfach, du fällst doch nicht um, Alter. Schau dir, hier ist ein Auto, ganz entspannt. Mach. Ich muss da jetzt raus. Ich will das. Ich stehe jetzt mittig im Wind drin. Ich will das nicht. Jetzt bleib doch einfach hier stehen, Ja, dann Mann. beeil dich. Ja, entspann dich. Ich kann mich nicht entspannen. Hannes, ich kann mich nicht entspannen. Kannst du bitte ein bisschen in die Pötte kommen? Und bitte lass die Tür nicht los. Lass die... Uff. Oh mein Gott. Steve! Alter, ich zitter einfach. Und jetzt alle aussteigen und wieder aufs Dach, oder? Alter, ich habe echt ein bisschen Angst. Ja, wir machen nicht fertig. Guck mal, die Dachhaus. Ey, ohne Witz, ich habe wirklich Angst. Ich schwitze gerade wie noch mal was und zitter. Ich habe echt Angst gerade. Das ist doch wir wissen. Ey, lass alles nach vorne einsteigen, das wird nicht. Hannes! Alter. Junge. Schnell. Oh. Alter, ist das heftig. Hui. Raus hier. Ich will diese Aufnahmen sehen. Alter, ich habe einfach nur krass Angst gerade. Es war einfach nicht mehr möglich zu atmen. Ja, das glaube ich ja. Das ist wie wenn du mit 120 den Helm aufreißt. Oder was? Stellen wir uns da drüben kurz hin zu den anderen und gehen zu Fuß rüber. Du kannst ja versuchen. Alles klar, mache ich. Ich hatte gerade wirklich Angst. Um was? Um mich? Fahren sind wir alle dran. Nein, ums Auto. Okay. So, Hannes, Ich da hab hast noch du deinen nie- Sinn. Ist ja gar nicht so wichtig, ne? Das passt doch. Ich stand doch noch. Ich habe noch nie so starken Wind im Auto erlebt. Noch nie. Ich weiß nicht, wie ein Auto reagiert. Ich hatte gerade einfach nur wirklich extreme Angst. Okay, dann parken, hinlaufen, Foto, weiterfahren.
Wir haben offiziell ca. 3100 Kilometer hingelegt, haben 47 Stunden gebraucht und 20 Minuten. In Bewegung waren wir 36 Stunden, im Stand waren wir 11 Stunden. Durchschnittliche Geschwindigkeit war 65 und in der Fahrt waren es 86 km/h. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin überwältigt. Ja. Ich finde so krass, dass wir es einfach gemeistert haben. Jo. Obwohl wir so viele Schwierigkeiten hatten zwischendurch, was ja auch irgendwie klar war, immer kommt ja irgendwas Unerwartetes, aber wir haben alles gemeistert und sind jetzt einfach hier.